Erster Schnee. Leon fuhr um 8:30 aus dem Haus. Clara kam hinterher, im grauen Mantel mit einem Kaffee in der Hand und einem leichten Unmut im Gesicht. Das Navi versprach 20 Minuten. Leon war sicher, dass sie es schaffen würden. Sie fuhren los. Die ersten 5 Minuten Stille. Keine unangenehme, keine angespannte, einfach eine morgendliche. Die Art von Stille, die zwischen Menschen entsteht, die sich seit langem kennen, wenn man nichts sagen muss, um da zu sein. Und dann standen sie. Vor ihnen rote Lichter, hinter ihnen rote Lichter. Das Navi berechnete die Route neu und schlug ratlos einen Umweg vor durch Straßen, die genauso verstopft waren. Irgendwo vorne, hinter der Kurve, hatte jemand die Kontrolle verloren. Der erste Schnee in diesem Jahr fiel ausgerechnet heute, ausgerechnet jetzt, ausgerechnet an dem Morgen, an dem sie einen wichtigen Termin hatten. Der Schnee fiel in großen Flocken, gemächlich, als würde ihn das alles nicht kümmern. Er legte sich auf die Motorhaube, auf die Seitenspiegel, auf die Dächer der stehenden Autos, und die Stadt begann sich zu verändern, langsam, kaum merklich, als würde jemand sehr behutsam, Schicht für Schicht, alles Graue mit Weiß überdecken. Clara schrieb den Veranstaltern eine kurze Nachricht, steckte das Handy in die Tasche, holte es wieder heraus, steckte es wieder weg. Leon starrte auf das Bremslicht vor ihm. Es blinkte nicht, es wechselte nicht, es leuchtete einfach gleichmäßig rot. So standen sie etwa 20 Minuten, als Leon plötzlich an etwas dachte. München. Vor 9 Jahren. Auch Winter, auch Schnee, auch völliges Chaos auf den Straßen. Sie hatten damals den Zug verpasst, um 3 Stunden, und die ganze Zeit in einem kleinen Café am Bahnhof verbracht, wo schreckliche Musik lief, dafür aber sehr guter Glühwein ausgeschenkt wurde. Sie saßen an einem Tisch am Fenster, schauten auf den Bahnsteig und redeten. Über nichts Wichtiges. Einfach so. Leicht. Ohne Agenda, ohne Zeitdruck. Leon sagte das nicht laut. Er dachte nur daran. Und nach dem Blick, mit dem Clara aus dem Fenster schaute, ein wenig abwesend mit einem kaum sichtbaren Lächeln, dachte sie vielleicht an etwas Ähnliches. Auf der Nebenspur fuhr ein Lastwagen langsam vorbei. Auf seiner Seite hatte jemand mit dem Finger in den frischen Schnee geschrieben: »Hallo«. Einfach »Hallo« und nichts weiter. Leon sah es und musste schmunzeln. Clara bemerkte es ebenfalls und lachte leise, zum ersten Mal an diesem Morgen. Manchmal reicht ein einziges Wort. Die Zeit verging. Leons Handy vibrierte, ein Anruf aus dem Büro. Er sah auf den Bildschirm und steckte das Handy in die Tasche. Clara hatte es gesehen. Sie sagte nichts. Sie holte einen Müsli-Riegel aus der Tasche, brach ihn in 2 Hälften und reichte ihm schweigend eine davon. Er nahm sie, ohne hinzuschauen. Sie aßen in der Stille, wie 2 Menschen, die einander kleine Gesten schon lange nicht mehr erklären müssen.
Aber genau in dieser Stille stieg etwas langsam und behutsam an die Oberfläche. Kein Streit, kein Wortvorwurf, nur eine Erkenntnis, leise, fast körperlich spürbar, wie lange sie nicht mehr einfach so miteinander geredet hatten. Nicht über Pläne, nicht über Rechnungen, nicht über Alltagskram, sondern einfach so wie früher, über Kleinigkeiten, über Dinge, die einen interessieren, über Dinge, die einen zum Lachen bringen. Das Leben hatte sich nach und nach so sehr mit Aufgaben gefüllt, dass sie kaum gemerkt hatten, wie die Gespräche kürzer und die Pausen enger geworden waren. Draußen fiel weiter Schnee. Die Warnlichter eines Autos blinkten orange im weißen Licht. Von hinten hupte ungeduldig ein Bus, als ob das irgendetwas gebracht hätte. Leon schaltete die Heizung ein. Es wurde wärmer. Clara zog die Handschuhe aus. Und sie begannen zu reden. Erst vorsichtig. Über München, über das Café, über die schreckliche Musik und den guten Glühwein. Dann darüber, wie lange sie nicht mehr zu zweit verreist waren, dass sie im Sprühling irgendwo hinfahren wollten. Nicht auf eine große Tour mit Koffern und Minutenprogramm, sondern einfach so, ins Auto setzen und losfahren, wohin es sie zieht. Dann über das Buch, das Clara seit 3 Wochen las und einfach nicht zu Ende bringen konnte, weil immer irgendetwas dazwischen kam. Über den Film, den Leon auf einer Dienstreise gesehen hatte und der ihm nicht aus dem Kopf ging. Über die kleinen Dinge, die es normalerweise nie bis ins Gespräch schaffen und die einfach still irgendwo in einem sinken. Der Stau dauerte noch 40 Minuten. Sie merkten es nicht. Als die Autos vor ihnen sich endlich in Bewegung setzten, langsam, widerwillig, als würde die Stadt sie nur ungern ziehen lassen, schwiegen Leon und Clara einen Moment lang, als wollten sie nicht unterbrochen werden. Dann fuhren sie weiter. Zum Termin kamen sie 43 Minuten zu spät. Sie entschuldigten sich, erklärten, erste Schnee, Stau, alles stand still. Man nickte verständnisvoll. Der Termin verlief gut. Alles klärte sich. Am Abend stand Clara in der Küche und kochte Tee. Draußen lag der Schnee noch immer, unberührt, weiß, eben. Die Stadt darunter wirkte ein wenig anders. Stiller, weicher, als hätte jemand den Lärm weggedreht. Leon kam in die Küche, stellte sich neben sie. Sie schauten schweigend aus dem Fenster. Dann sagte Clara, dass es schön wäre, dieses Wochenende nirgendwo hin zu müssen. Einfach zu Hause bleiben, vielleicht richtig kochen, nicht nur schnell etwas zusammenwerfen. Vielleicht den Film anschauen, von dem er erzählt hatte. Leon sagte, das sei eine gute Idee. Und sie blieben am Fenster stehen, Schulter an Schulter, mit Teetassen in den Händen, und schauten auf den weißen Hof. Manchmal braucht es einen Stau, braucht es Schnee, braucht es ein Navi, das aufgibt und zugibt, dass es keinen Umweg gibt. Man muss in einem geschlossenen Raum landen, ohne Aufgaben, ohne Agenda, ohne die Möglichkeit, sich in Beschäftigung zu flüchten.
um sich zu erinnern, da ist ein Mensch neben mir, und mit ihm ist es gut. Der erste Schnee in jenem Jahr fiel an einem Mittwoch. Leon und Clara kamen zu spät zu ihrem Termin, und es war einer der schönsten Tage seit langem.